Bitte alles, was ich jetzt sage, nicht falsch verstehen. Ja, das ist einfach nur so eine ganz normale Analyse, die ich jetzt hier mache und dir nochmal kurz zeige, weil ich habe mir das Ganze nochmal genauer angeschaut, ähm, was bei dem Typen oder bei dem Expert Advisor tatsächlich los ist. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute nach guten Alternativen rund ums Copy Trading suchen. Und passt auf, ich zeige euch jetzt eine Sache, ja. Das allererste, was wir hier sehen, ist quasi Profitable Trades 100%. Das heißt, jeder, und das ist besorgniserregend, ja, nicht weil ich eine gute Leistung nicht wertschätze, sondern weil es so etwas einfach nicht gibt, ja. Und wir sehen hier in dem Falle, hier Trades are made by our expert advisor Saruya. Ja, das heißt, das ist eine vollautomatisierte KI, KI in Anführungsstrichen, eine künstliche Intelligenz sind Expert Advisor quasi nicht. Warum? Weil sie nach bestimmten Parametern, die eingestellt worden sind, quasi einfach den Markt handeln. Das heißt, die haben keine Ahnung oder keinen Einblick darauf, was passiert. Das war auch der Grund, warum zum Beispiel unzählig viele, wie auch unser Expert Advisor, den wir damals benutzt haben im Copy Trading, platt gegangen ist. Einfach aus dem Grund, weil zum Beispiel Corona kommt, Putin wirft morgen eine Atombombe, die nächste Bank geht pleite und so weiter und so fort. Und das Ding ist folgendes: Das hier sagt dir oder gibt dir Ausschlag über eine einzige oder gibt dir Informationen zu einem sehr, sehr wichtigen Faktor. Dieses Dingen, ja, das akzeptiert keine Verluste. Ja, das akzeptiert keine Verluste. Und das ist sehr, sehr schwierig. Weil wenn du nämlich keine Verluste akzeptierst, dann wird irgendwann, es ist klar, wird irgendwann wird eine Bewegung kommen, die einfach das Ding gegen die Wand hauen wird. Ja, die das Ding gegen die Wand hauen wird. Der nächste Punkt ist, dass das Ding immer nur auf Sell unterwegs ist. Es gibt keine einzige Order, die gekauft worden ist. Das heißt, und wir sehen es hier, dass der zu 100% nur Gold tradet. Und das Ding daran ist einfach, das Gefährliche ist, dass wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Bankenkrise kommt oder was auch immer, dann gehe ich davon aus, dass der Gold einen extremen Spike macht. Und generell Gold ist recht volatil und es gibt halt manchmal Bewegungen, die kommen entweder aus dem Nichts oder die kommen im Endeffekt aus irgendwelchen Dingen, die auf der Welt passieren. Und dann wird das Ding einmal richtig spiken. Ja, dann wird das Ding einmal richtig spiken. Und da ist das Problem, in Anführungsstrichen, wenn du mit 12 Lot unterwegs bist und das Ding legt teilweise, glaube ich, auch nach. Vielleicht noch nicht so oft, aber 2 Positionen sind mir aufgefallen, die gleichzeitig offen waren und alle Positionen werden am Ende im Profit geschlossen. Das heißt, wir haben hier einen Expert Advisor, der keine Verluste akzeptiert. Es wird irgendwann, wer weiß wann, vielleicht geht das Ganze noch einen Monat, vielleicht geht das Ganze nur noch einen Tag, vielleicht einen Monat, vielleicht auch ein Jahr gut. Aber es wird der Moment kommen, da wird Gold keinen Rücksetzer machen, bevor das Ding platt ist. Und wir haben hier Positionen von 12, maximal 24 Lot. Ja, wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, der Typ hat auf seinem Account 76k. 76k, ja. So, wir haben 76.000 geteilt durch 240. 240 wären im Endeffekt 24 Lot. Vielleicht geht das Ding auch irgendwann mal mit einer dritten Position rein. Aber wenn es einmal eine Position geben wird, die 316 Pips gegen dieses System läuft, dann ist dein Konto komplett weg. 76k für die Lot-Zeit deutlich zu wenig. Deutlich zu wenig. Ja, ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Ich sage euch das, ich gebe euch nur meine Erfahrung weiter. Im Endeffekt ballert da auf jeden Fall Kohle rein. Wenn das Ding performt, ist halt okay. Aber das ist halt nicht der heilige Gral. Ich kann euch eine Sache garantieren, wenn das so bleibt, ja, weil ich kann ja nur die Statistikstand jetzt begutachten. 316 Punkte oder Pips in dem Falle im Gold, ey, die können im Worst Case innerhalb von einer halben Stunde passieren. Das heißt, auch wenn du jetzt beispielsweise deine Funds schon vervielfacht hast oder damit gute Ergebnisse gemacht hast, du kannst, wenn du einmal nur schläfst beispielsweise oder du bist auf der Arbeit und du schaust mal eine Stunde nicht rein, dann kann es sein,
dass du das Kotzen bekommst, weil auf einmal dein ganzes Konto weg ist. Ja. Ist die Angabe safe mit den 76k, klingt so wenig. Nee, wir reden hier von dem, was der Typ auf seinem Account hat, ja. Das ist die Account Balance von dem Main Copy Trader. Das heißt, das muss ich gegenüber den Lots kalkulieren, die er selber nimmt. Ich bin der Experte, ich weiß ganz genau, wie das ganze System aufgebaut ist, ja. Das bedeutet, dass er nicht nur, dass er 76k an Assets hatte, der hat wahrscheinlich mittlerweile, weil er hatte den besten Einstiegspunkt, er hat sich, bis ich dort war, bis ich aufgehört habe, hatte der so um die 2.000, 3.000, hat sich langsam hochgekämpft durch meinen Trust auf 5.000 Investoren und das geht ja gerade exponentiell nach oben. Das heißt, der wird mehrere Millionen haben, ich würde schätzen 20, 30 Millionen oder sonstiges und die werden irgendwann weg sein. Ja, nicht weil ich es mir wünsche, im Gegenteil, ich wünsche mir, dass das Ding für euch Rendite seinen Vater macht. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen, aufzuhören, aber das ist halt reine Kalkulation, ja. 316 Punkte und die kann Gold auch innerhalb von 10 Minuten machen und dein Konto ist platt. Das kann einfach sein, dass du gerade nur am Arbeiten bist und dann war es das für dich. Weißt du, was ich meine? Deswegen passt da einfach auf. Ich weiß halt, dass es geil ist. Doch, Slugs hat auf jeden Fall funktioniert, Rocket League. Wenn ich alleine spiele, gibt es keine Probleme. Kann halt sein, dass es funktioniert und ich wünsche es mir von Herzen für alle, aber was natürlich sehr beunruhigend ist, dass wir hier jetzt derzeit schon 10.000 Leute haben, die einem Expert Advisor vertrauen, der keine richtige Performance hat, ja. Die Performance beruht derzeit auf 59 Trades, alle short mit einer viel zu hohen Positionsgröße. Das ist meine Sicht der Dinge als Experte, ja, wenn ich mich als der darstellen darf. Aber macht eure eigene Research, ja, das ist nichts anderes als ein Numbers Game, weil irgendwann, ich bin mir sicher, das Ding wird ich habe gestern noch oder vorgestern noch 500 Trades gesagt, durchhalten, aber ich glaube sogar tatsächlich, weil schaut mal, das Ding ist, der Typ, wer da auch immer dahinter steckt, der verdient sich gerade behindert. Und ich schwöre es euch, ich gönne jedem vom Herzen. Ich bin nicht neidisch, ich sage nicht, oh, ich habe mich auch dazu entschieden aufzuhören. Ich will auch niemandem was Schlechtes. Aber der Typ übernimmt gar keine Verantwortung. Ich sage dir auch warum. Du weißt gar nicht, wer dahinter steckt. Das ist was komplett anderes als das, was du bei mir gehabt hast, weil wenn irgendwas passiert wäre, dann wäre mein Leben vorbei. Und der Typ hier nimmt 35% Performance-Fee, der hat jetzt schon Multimillionen damit verdient und es sei ihm auch gegönnt, aber der wird irgendwann verschwinden und zwar eher zeitnah als langfristig und dann ist der einfach weg. Dann ist der halt einfach weg und ja, das muss einfach nur jedem klar sein. Das muss einfach nur jedem klar sein. Wenn du sagst, ey, ich umarme das Risiko, dann ist ja vollkommen in Ordnung, ja, weil ich sag dir ganz ehrlich, in so einem System kannst du und solltest du auch als Gewinner rausgehen, es sei denn, du bist so unlucky, du machst dein Investment und gleich ist es morgen platt, aber mit diesen Trades kann er innerhalb von einer Woche oder so dein Trade oder dein Kapital verdoppeln und wenn das der Fall ist, ja, dann, wenn das der Fall ist, dann solltest du dein eigenes Investment rausholen und dann kannst du per Money Management auf jeden Fall sehr, sehr gutes Geld dort verdienen, solange das Ganze läuft. Ja, solange das Ganze läuft. Aber das sind Zahlen, Daten, Fakten und ich sehe mich selber in der Verantwortung, deswegen werde ich dazu auch noch ein YouTube-Video machen. Ich habe es jetzt hier einfach vorweggenommen, weil das Interesse an dem Typen oder an dem Expert Advisor ist immens groß und ich möchte einfach nur, dass den Trust, den ich in diese Szene reingebracht habe, dass der jetzt nicht durch so etwas wieder verloren geht. Aber man sieht daran halt einfach, wie leichtsinnig die Leute da draußen ihre Kohle aus der Hand geben, ja. Und das 10.000 Mal, ja. Nur weil er in 2 Monaten die Rendite erwirtschaftet hat. Und das ist meiner Meinung nach reines Glück. Du kannst deine eigene Research machen. Ich habe dir einfach hier nur meine Gedanken geteilt, wie ich das Ganze sehe. Wenn du das Ganze anders siehst, vollkommen in Ordnung, ja. Wie gesagt, ich habe gar nichts davon, den hier schlecht zu reden. So, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber es ist besorgniserregend. Ich möchte einfach hier die Leute warnen, die vielleicht zum Beispiel mit mir eine richtig gute Rendite gemacht haben.
einfach sich daran gewöhnt haben, weiterhin diese Rendite machen, kurz ins Ranking gehen, schauen, wer ist hier Platz 2, einfach auf Portfolio quasi changen und sehen, alles klar, das ist der, boah, brutale Rendite, boah, das innerhalb von einer kurzen Zeit, geile Investorenanzahl und dann ist sein Konto morgen platt. Ja. Wenn er sein Konto platt macht, kommt er trotzdem mit Millionen Gewinnen raus. 100%, sehr gefährlich. Ja, das ist halt so. Das ist halt, deswegen ist diese Copy-Trading-Szene da draußen ja so dreckig. Und ich sag dir ganz ehrlich, der wird niemals aufhören. Die einzige Möglichkeit für ihn aufzuhören ist der Totalverlust. Und der wird garantiert kommen. Garantiert, ja. Wann, weiß ich nicht. Wann, weiß ich nicht. Aber dass er kommt, garantiert. 1 Milliarden%. Weil, wie ich schon sagte, der Typ hat überhaupt gar keine Verantwortung. Logisch, keiner kennt ihn, der verdient sich damit behindert, der will da nicht als Hero rausgehen, der will da als Multimillionär rausgehen, was er jetzt schon geschafft hat und dafür Respekt. Ja, dafür Respekt. Aber das ist halt einfach die Gier von den Menschen, die damit reinspielt und die wird euch auffressen. Ja, die wird euch auffressen. Und ich hoffe, wenigstens von den Leuten, die ich hier auf Deutsch erreichen kann, dass ihr, wenn ihr das macht, macht das mit kleinem Kapital, ja, aber nicht großes Kapital. Bitte nicht, bitte nicht. Ihr werdet wirklich weinen, ja. Und es kann sein, dass das noch 2, 3 Monate gut geht und du dir denkst, boah, wäre ich mal lieber dabei. Aber dann kommt der Tag X und dann ist halt alles weg. Und wenn du bis dahin mit einem kalkulierten Risiko, mit einem Betrag X dort rein investiert hast und gute Gewinne gemacht hast, dann schau wirklich, das ist unfassbar wichtig bei diesem Copy-Trader, unfassbar wichtig. Schau, dass du über Money Management dein eigenes Risiko managst. Ja, also da so schnell wie möglich dein Kapital rausziehst, auf Break-Even bist und dann darüber im Endeffekt dein Geld wieder zurückbekommen hast, ja. Woher hat er die ganze Reichweite aufgebaut für sein Copy-Trading? Relativ einfach. Der war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Leute sind sehr gierig, haben auf die schnellste Performance geschaut. Du kannst es ja alles filtern im Endeffekt. Der war relativ weit oben, was auch geil ist. Ey, ich kann niemals eine gute Performance schlecht reden, würde ich auch niemals machen. Die Performance-Stand jetzt ist brutal und sucht absolut seinesgleichen. Aber alles, was zu schön ist, um wahr zu sein, das ist es dann in der Regel auch tatsächlich. Das sieht jetzt noch keiner, aber mark my words, ja, wenn du in einem Monat, vielleicht auch in einer Woche, vielleicht auch morgen schon den Totalverlust hast, dann weißt du halt Bescheid, dass ich dich hier versucht habe zu warnen, ja. Nicht, weil ich es ihm nicht gönne, von mir aus sollte der Trillionen Dollar da drin haben, aber der ist sich seiner Verantwortung nicht bewusst und der wird das Ding gegen die Wand hauen. Und zwar, das weiß der Typ auch selbst, das weiß der Typ zu 100% selbst. Ja, das auf jeden Fall dazu. Was ich empfehlen könnte, ja, also generell ist es immer am besten, wenn du den Copy-Trader dahinter kennst. Auch wenn der Dominik jetzt vielleicht nicht die gleiche Rendite macht, also in Form von Prozenten, wie ich sie mache, hat er dementsprechend auch ein ganz, ganz kleines Risiko, wird euer Konto zu 99,99% nicht plätten, ja. Und das ist viel, viel mehr wert als jede Rendite. Weil du kannst 1000% machen, oder du kannst bei Dominik beispielsweise 10% machen. Wenn die 1000% danach wieder weg sind, dann sind sie weg. Ja, dann hast du 1100 verloren, weil du hast auch dein eigenes Kapital verloren. Gegenüber, wenn du irgendwo auf Nummer sicher gehst, hast du halt 110%. Und ja, das ist meine einzige Empfehlung. Alternativ, was man machen könnte. Warte mal. Alternativ, was man machen könnte, wäre so ein kleiner Gameplan von mir, wenn man das unbedingt weitermachen möchte, man macht eine ausführliche Recherche. Wenn ihr euch von mir so etwas wünscht, gerne mal kurz eins in den Chat. Vielleicht nehme ich dann mal intensiv YouTube-Videos dazu auf. Eigentlich will ich mich daraus komplett fernhalten, aber ich fühle mich halt immer noch dafür verantwortlich, in Anführungsstrichen, was mit euren Assets da passiert, weil ich weiß, dass ich sehr, sehr viel Vertrauen da reingebracht habe und es ist auf jeden Fall nicht meine Schuld, wenn am Ende eure Gelder weg sind, definitiv nicht, ich habe damit nichts mehr zu tun. Nichtsdestotrotz möchte ich halt auch nicht, dass das, was wir uns mühsam 1,5 Jahre aufgebaut haben, dann auf einmal durch einen leichtsinnigen Fehler von euch, weil ihr es vielleicht auch einfach nicht besser wisst, dann wieder verloren wird. Das macht für mich auf jeden Fall keinen Sinn. Deswegen kann ich euch da gerne, wenn ihr wollt,
nochmal ein paar Videos aufnehmen und eine Strategie, die ihr machen könntet, wie gesagt, aber Dom ist das, was ich empfehlen würde. Alternativ ist, man macht sich beispielsweise, du hast 10.000 Euro auf deinem Account, man macht sich 10 Accounts auf jeden ballert man 1.000 Euro, aber auch darüber werde ich nochmal vielleicht in YouTube-Videos sprechen, mal schauen, und dann könnt ihr 10 Copy-Trader mit jeweils 1.000 Euro folgen, aber welche, wie gesagt, make your research, ja, und selbst wenn ich in einem Video sage, ey, das hier sieht stabil aus, kann es trotzdem sein, weil der Typ hat keine Verantwortung. Wenn du nicht in der Öffentlichkeit stehst und niemand weiß, dass du den Account tradest, hast du null Verantwortung, beziehungsweise Verantwortungsbewusstsein. Du hast eigentlich eine Verantwortung, aber du weißt, wenn gleich irgendwie der Account platt ist, dann ist mein Leben halt vollkommen in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Und deswegen. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch eine gute Nacht, schönen Abend und wir hören und sehen uns in ein paar Tagen wieder. Ich bin wieder am Start und euch nur das Beste. Gute Trades, morgen einen sehr erfolgreichen letzten Handelstag und wir hören und sehen uns in der nächsten Story. Macht's gut.